Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gerade ganz gut. Wir haben gewonnen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir analysieren heute wieder das Spiel, gucken ein bisschen, was gut lief, was schlecht lief, ob was schlecht lief, wenn ja, wo man da ansetzen kann. Und dann blicken wir morgen bereits schon auf das Spiel gegen Leipzig. Da gibt es dann die Spielvorschau. Ich weiß nicht, ob es morgen schon die PK gibt oder ob es überhaupt eine gibt. Ich hoffe mal, weil ich würde gerne ein paar Infos haben. Aber jetzt erstmal der Blick aufs Heimspiel und den Heimsieg gegen Nürnberg. So, 3-0 hat man gewonnen. Ein sehr, sehr starkes Ergebnis, auch leistungsgerechtes Ergebnis, muss ich sagen. Sehr, sehr wichtig. Die Gelb-Rote hat so im Endeffekt den Knick gebracht. Muss man halt dann auch schon so sagen, wie es ist. Ich möchte erstmal auf die Spieldaten gucken. Ich habe die mir noch nicht angeguckt, aber ich glaube, die sprechen halt eine klare Sprache, was das allgemeine Spiel anging. Es gibt keine Statistik bei Toraktionen, Laufwerten, Ballaktionen, die für Nürnberg spricht. Also du warst schon, so hart wie es klingt, eine Klasse besser in dem Spiel als Nürnberg. In den Zweikämpfen muss man dann trotzdem besser werden. Das gehört auch so weit dazu, da warst du schlechter. Da war Nürnberg definitiv vor allem in der Luft eine Klasse besser. Aber das gehört halt auch dazu. In den Zweikämpfen kann man noch arbeiten. Sonst habe ich hier wirklich überhaupt kein Problem mit. Von Nürnbergs 10 Flanken ist keine angekommen. Keine. Das ist sehr, sehr gut. Dribbling-Quote von gerade mal 30%. Auch das ist sehr, sehr gut. Und Ballbesitz hattest du mal wieder mehr. Und dann aus 3 erwarteten Toren, beziehungsweise 3,3, schießt du 3 sogar. Das ist ein Wunder. Aber freut mich auch, dass die Jungs sich dann hier auch mal wirklich verdient belohnt haben. Und das passt eigentlich zu dem Spiel perfekt. Damit kommen wir zur Startaufstellung und meiner Bewertung zu den Spielern. Wir machen, denke ich mal, zuerst wieder die Auswechselspieler. Grib und Bocco nehmen wir da natürlich raus. Das passt nicht. Dann fangen wir an bei Pesch. Hat seinen Input ins Spiel gebracht. Ich hätte ihn sogar in der Startelf sehr, sehr gerne gesehen. Ja, unglaublich schnell, dribbelstark. Hat er auch gezeigt, dass das kann. Also, ich verstehe nicht, warum der Mann nicht mal einen Startelf-Einsatz bekommt oder mal länger spielen darf. Ich hoffe aber, das kommt dann irgendwann automatisch. Stahlmach, freut mich sehr, dass er wieder dabei ist. Konnte sich jetzt auch nicht so lange zeigen, deswegen ist ja auch eine Bewertung schwierig. Bei Bräunig kann ich aber sagen, wenn du halt Kritik kriegst und 2 Tore schießt, aus dem Spiel heraus als Stürmer, natürlich musst du beide Tore machen. Eines ist abseits, was Pech ist, aber macht halt gut. Und das ist halt das, was der Stürmer machen muss. Das ist ja auch im Endeffekt nur das, was ich von Bräunig erwarte. Er ist groß, lang, er muss halt die Kopfbälle reinmachen, wenn er welche bekommt. Er ist halt ein Standardstürmer, der da steht, wo er stehen muss. Und dann war das hier ein Paradebeispiel, wie er spielen kann und auch muss, um halt dann auch erfolgreich zu sein. Und das hat er dieses Spiel sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn ich ihn persönlich nicht mag. Aber das ist hier absolut irrelevant. Reimann macht halt seinen Job gut. So. Also er hatte auch nicht so viel zu tun. Aber was er halt halten musste, hat er gehalten. Herrscher. Ich bin froh, dass er defensiv gespielt hat. Ich hatte befürchtet am Anfang des Spiels, dass Herrscher offensiv spielt und Nolle wieder nach hinten gezogen ist. Aber so gefällt mir das definitiv besser. Herrscher defensiv ist richtig gut. Offensiv ist er halt nichts. Und dabei bleibe ich auch. Ein gutes Spiel von ihm. Mathisen und Tobi haben wieder alles hinten dicht gehalten. Auch das gehört soweit dazu. Die sind 2 sehr, sehr gute Konstante. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass wenn Hugonet wiederkommt, dass Müller rücken muss. Auch wenn er teilweise ein paar kleine Fehler hat, gefallen mir seine Grätschen trotzdem sehr, sehr gut. Und ist halt auch jemand, der definitiv für den Club lebt. Das hast du gemerkt. Und man hat auch diese Erleichterung nach dem 2-0 gemerkt, als dann wirklich die ganze Mannschaft zu Boden gefallen ist. Voller Stolz und Erleichterung auch. Und du hast gesehen, dass auch dann nach der gelb-roten Karte die Mannschaft ganz anders gespielt hat. Sie war einfach wieder selbstbewusst und du hast gesehen, sie können da so anderen Fußball spielen, als sie es vorher gespielt haben. Freut mich wirklich riesig, dass es so funktioniert hat. Musunda, freue mich, dass er wieder da ist. War zuletzt etwas schlechter. Ist jetzt seine Meter gegangen. Wieder so
Ein typisches Musonda-Spiel. Auffällig, unauffällig. Passt eigentlich ganz gut. Gnaka macht ein gutes Spiel. Bekommt sehr, sehr früh die gelbe Karte. Geht trotzdem noch weiterhin riskant rein. Hätte er Pech gehabt. Hätte er vielleicht irgendwann mal noch eine gelb-rote kriegen können, aber solide runtergespielt, so muss es sein. Gnaka sehr gut als Ersatz für Hyrien, der sich leider einen Schlag geholt hat, scheinbar im Training, im Abschlusstraining. Finde ich sehr, sehr schade, dass er nicht dabei war, aber trotzdem gut gemacht. Auch Falco Miche, da muss ich sagen, zuletzt hatte ich ihn ein bisschen kritisiert für die letzten Spiele. Das Spiel war richtig gut, gutes Dribbling, gut mitgedacht. War einfach der Falco Michel, der halt vom Talentstatus ist. Auch Laurin, ein unglaublicher Spieler. Ich bleibe dabei. Für mich der nominell beste Spieler im Kader. Auch das ist eigentlich so ein Ding, wo man nicht zweimal fragen muss, warum. Einzigartige Passqualität, einzigartige Spielintelligenz. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, wenn Spieler das haben. Das hat auch Barisch Artix unglaublich. Und die setzt halt gut ein. Das Einzige, was bei Laurin halt fehlt, ist der Abschluss. Aber da wird er auch noch dran arbeiten und da bin ich mir sehr sicher, wird der nächste Saison definitiv im Kader der Ersten bei Stuttgart stehen. Da gibt es für mich keine Diskussion, warum es das nicht passieren sollte. Der hat eine unglaubliche Qualität und wird auch für die deutsche Nationalmannschaft noch sehr interessant. Dabei bleibe ich. Neuenberger macht auch seinen Job wieder auf den Außen. Sehr torgefährlich, dribbelstark. Manchmal verspringt der Ball, ja, das gehört dazu. Kann sich jedes Dribbling gewinnen, aber macht es halt dann im Endeffekt sehr gut. Artig. Ich habe nach den ersten 45 Minuten gedacht, Artig, müssen wir aufpassen, dass nicht langsam sich so ein Rhythmus entwickelt, dass Artig auf dem Flügel ein bisschen untergeht. Dann macht er aber die Vorlage auf Zukowski, holt sich dann seine gelbe ab. Dann Nolle mit einer Vorlage und Nolle mit einer Vorlage. Wie gesagt, das ist halt das offensive Spiel. Er macht es auf dem Flügel dann halt im Endeffekt sehr solide. War halt aber auch jetzt nichts, was man überbewerten kann bei Barisch, weil ich weiß ganz genau, dass er noch viel mehr kann. Und ich hoffe, dass er dann auch bald wieder an seine alten Formen anknüpft. Vielleicht vor allem jetzt nach dem Sieg ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat, weil viele Zweikämpfe sind nicht so sauber geführt, wie man es eigentlich von Artig kennt. Oder auch viele Pässe, ein bisschen ungenau. Viele Ballverluste von ihm leider. Aber ja. Und dann kommen wir zum Man of the Match. Ganz klar, eindeutig. Zukowski, ich habe schon beim Düsseldorf-Spiel, obwohl ich sehr niedergeschlagen war, klar gesagt, dass Zukowski ein Spieler ist, der uns unglaublich weiterhelfen wird. Und das hat er bestätigt. Ich finde ihn unglaublich als Stürmer, er kann die Bälle super annehmen. Das ist halt wirklich ein guter Cast-Ersatz, wenn er weiter zündet. Und das kann ich mir so gut vorstellen. Er ist ein sehr williger Stürmer, ein Stürmer, der Bock hat, die Läufe zu gehen, die halt nicht jeder geht. Und das macht halt einen Stürmer zum anderen aus. Steht dann gut. Nicht ohne Grund hat er schon höher gespielt. Und auch europäisch war er interessant. Ich hoffe, diese Qualität bringt er dann im Endeffekt wieder auf den Platz und dann wird er ein Top-Stürmer der zweiten Bundesliga. Da können sich noch einige Scorer zusammen sammeln und zumindest kurzfristig unser Sturmproblem geklärt sein, was ich sehr, sehr hoffe. Eure Meinung sehe ich dann so wie immer gerne in den Kommentaren. Zu den Leistungen. Ich würde noch ganz kurz was zu der Tabelle sagen, bevor wir das Video zu beenden. Eins ist klar, den Sieg sollte man nicht überbewerten. Denn richtig reingekommen an die Sache ist man nicht. Weil Braunschweig gewonnen hat und Dresden gewonnen hat. Dadurch wird alles eigentlich noch ein bisschen enger. Sagen wir jetzt mal, wenn man bis zum 17. Spieltag, bis zur Winterpause noch 6 Punkte holt, wäre das super. Du hast jetzt noch 2 Brecher, definitiv die kommen, die nicht einfach werden. Und dazu zähle ich definitiv die Hertha. Aktuell der stärkste Gegner für mich. Und dann auch noch Kaiserslautern. Das wird auch sau schwer. Und Kiel ist jetzt nicht unbedingt viel einfacher. Auch wenn die jetzt aktuell nicht so gut dastehen. Das wären 3 sehr, sehr harte Spiele, wo du eigentlich Minimum 6 Punkte brauchst, um dann vielleicht nicht letzter zu sein. Und wir können uns auch im nächsten Spieltag eventuell, wenn du gewinnst gegen die Hertha, auf Platz 16 schummeln. Muss man dann halt aber schauen. Das wäre super. Vor allem, weil die Jungs dann auch wieder Selbstbewusstsein tanken wie sonst was. Der Sieg war wichtig. Das ist klar, aber es ist nur ein kleiner Schritt. Ein wirklich sehr kleiner Schritt.
die man jetzt weitergehen muss und dann weiter Punkte holen muss. Jetzt geht es erstmal gegen Leipzig. Ein Kann muss nicht spielen. Wenn du rausfliegst, ist niemand sauer. Wenn du dich gut zeigst, dann ist jeder zufrieden. Wenn du gewinnst, ist natürlich alles komplett am Beben. Fahrt unbedingt nach Leipzig, da sind noch einige Tickets zur Verfügung. Dann sehen wir uns hoffentlich beim Spiel. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da. Dankeschön.